Hier kaufe ich Aktien von Novo Nordisk. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir bewerten heute mal die aktuelle Situation bei Novo Nordisk, ob sich da jetzt schon ein Einstieg aufdrängt oder ob man da im Moment eher noch abwarten sollte. Das ist Thema dieses Videos und ich verrate euch auch, wo ich mir selbst Aktien von Novo Nordisk ins Depot legen werde. Also ich denke, Novo Nordisk ist den meisten ein Begriff. Es ist ja der Weltmarktführer in Diabetesbehandlungen und hat sich hier spezialisiert auf Insuline, GLP-1-basierte Therapien und aber auch Geräten zur Diabeteskontrolle. Und man hat da ja mittlerweile auch wieder gute Wachstumsfelder gefunden, vor allem im Bereich Adipositas eben mit Wegovy, wo man dann diese Gewichtsreduktionsmedikamente hier an den Markt gebracht hat. Wir gucken als allererstes hier mal auf den Qualitätscheck, werden aber auch später noch auf den Kurs eingehen und auch auf ein sehr, sehr wichtiges Thema, das sich in erster Linie um diese Pharmakonzerne dreht. Also unbedingt dranbleiben, da wird vielleicht der ein oder andere auch mal noch mal ins Grübeln kommen. Also wir sehen, dass die Scores, die wir hier haben, sehr, sehr gut sind. Generell hier Dividendenertrag ist natürlich jetzt noch nicht so hoch. Dafür ist die Aktie ein wirklich starker Dividendenwachstumstitel und auch beim Gewinnwachstum sah es in den letzten Jahren sehr gut aus. Die Gewinne und Cashflows konnten hier Jahr für Jahr wirklich schön gesteigert werden. Die Prognose geht auch davon aus, dass der Gewinn langfristig weiter erhöht werden kann. Bloß beim operativen Cashflow soll es hier im nächsten Jahr leicht rückläufiges Ergebnis geben. Die Dividende würde hier sehr schön gesteigert langfristig und die Payout Ratio ist absolut gesund und beträgt immer so zwischen 40, maximal mal 60%. Also völlig in Ordnung. Die Verschuldung hier ist auf jeden Fall auch sehr in Ordnung. Wir haben hier eine Schuldequote verzinst von nur 14%, also das auch wirklich völlig im Rahmen. Die Margen, vor allem die Nettomarge, konnte hier langfristig wunderschön gesteigert werden. Das gleiche gilt für die operative Marge und natürlich auch den Umsatz. Also da sieht es sehr gut aus, gefällt mir sehr gut, wenn das Unternehmen so viel an Nettomarge hier hat und das führt natürlich dann auch zu, dass unterm Strich mehr übrig bleibt. Noch dazu haben wir einen sehr, sehr schönen Aktienrückkäufer hier mit Novo Nordisk, wo also hier jedes Jahr sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass die Aktienanzahl eben reduziert wird. Das ist auch sehr wichtig für uns als Aktionär. Wir werden ja dadurch immer mehr beteiligt am Unternehmen, wenn einfach ja, eine Entwässerung stattfindet, was die ausstehenden Aktien angeht. Also von dieser Warte aus sieht hier alles völlig in Ordnung aus. Da sieht es sehr gut aus. Da würde ich mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Generell möchte ich noch auf die Bewertung eingehen. Wir sehen jetzt hier im Schnitt der letzten 5 Jahre befinden wir uns jetzt ungefähr im Durchschnitt. Also gerade so ein bisschen drüber vielleicht zum Vergleich der letzten 5 Jahre. Also wir sind jetzt im Moment bei einem KGV von so 33, also bereinigt. Und das KGV bereinigt im Schnitt der letzten 5 Jahre lag bei 30,6. Also wir sind jetzt vielleicht so 7% über diesem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Man muss aber auch sagen, vor 5 Jahren war noch nicht klar, in welcher Form Novo Nordisk jetzt zum Beispiel bei diesen Gewichtsabnahmemedikamenten eine Rolle spielen wird. Deswegen ist jetzt eigentlich sogar die letzten 3 Jahre würde vielleicht mehr Sinn machen und dann wäre das Unternehmen jetzt auf jeden Fall fair bewertet, wenn nicht sogar unterbewertet. Und da gehen wir jetzt auch noch genauer drauf ein, nämlich auf den fairen Wert von Novo Nordisk. Und wir können jetzt eben hier schon feststellen, dass wir auf Basis der letzten 3 Jahre, also im Zeitraum von 3 Jahren, hier in der Bewertung aktuell eigentlich relativ genau auf diesem fairen Wert-Szenario laufen. Wir haben jetzt im Moment einen Kurs von 754 dänischen Kronen, wenn wir den mal antizipieren und jetzt hier kaufen würden und nehmen jetzt hier mal die mittlere Prognose an bis 2027. Da hätten wir hier eine Rendite von 67,5% und aufs Jahr gerechnet, also ab heute wäre das dann eine Rendite von 18,4%. Also wirklich stark und da wird jetzt eben auch das KGV der letzten 3 Jahre herangezogen auf Basis bzw. des Gewinns, des bereinigten Gewinns der letzten 3 Jahre. Und das halte ich auch eher für realistisch. Das ist eben auch, ja, das darf man nicht vergessen. Also dieser Kurs, der ist natürlich auch stark geprägt von den neuen Entwicklungen rund um die Medikamente. Und daher halte ich es für bei Novo Nordisk eher für sinnvoll, hier einen kürzeren Zeitraum für die Bewertung heranzuziehen. Klar, also wir sehen, dass Novo Nordisk sehr abhängig ist von diesem Diabetes- und Gewichtsabnahmesegment. Völlig klar, da haben sie eben auch ihr Steckenpferd und ein kleiner Bereich sind eben noch hier diese Rare Diseases.
Und der Hauptumsatzanteil kommt hier klassischerweise aus den USA. Zweitwichtigster Markt ist dann EMEA und dann natürlich ja sowas wie China, Kanada, eben letztlich der Rest der Welt. Wir gehen jetzt nochmal so auf ein paar Fundamentaldaten ein, bevor wir dazu kommen. Wenn dir solche Videos gefallen, auch zu ja, Aktien, die einfach viel in der Community ja, diskutiert werden, dann lass doch gerne ein Abo für diesen Kanal da, Daumen nach oben nicht vergessen. Also ich sage auch öfter mal meine Meinung zu diesen langfristigen, echt Dauerläufer-Aktien. Das haben wir zum Beispiel auch schon gemacht mit ASML. Mit dem Video hier kaufe ich ASML-Aktien. Das ist jetzt sozusagen ja, der Nachfolger davon jetzt bezogen auf Novo Nordisk, weil es natürlich auch sehr viele von euch interessiert. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Research and Development Pipeline von Novo Nordisk. Also ich glaube, es ist jedem klar, es ist jetzt hier ein Pharmakonzern. Also diese Pipeline, die entscheidet mehr oder weniger mittel- bis langfristig über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Hier aus diesem Gesundheitsbereich. Also das ist definitiv der Fall. Und das Problem ist jetzt natürlich, keiner von uns, schätze ich mal, oder die allerwenigsten von uns können jetzt sagen, okay, hier guck mal, hier ist in Phase 3 Zitivelicamba, das ist hier im Bereich der akuten Myokardalinfektion, das ist definitiv ein Renner und wenn das hier gefeilt wird, das wird sehr starkes Wachstum für Novo Nordisk bringen. Also ich kann das überhaupt gar nicht bewerten, deswegen ja, ist es für mich sehr, sehr schwer vorherzusagen, wie sich Novo Nordisk in Zukunft entwickeln wird. Das ist ein Problem, das ich grundsätzlich mit Pharmaaktien habe. Ich kann nicht bewerten, ob das Unternehmen in 10 oder ja, in 10 vielleicht schon noch, aber in 20 Jahren noch die gleiche Marktposition hat, wie sie im Moment hat, weil eben diese Abhängigkeit von diesen Pipelines besteht. So, und jetzt ist es eben so, dass die wichtigsten Medikamente von Novo Nordisk, also insbesondere das mit den GLP-1-Therapien, also Ozempic und Wegovy, die sind ja jetzt durch Patente geschützt. Und typischerweise 20 Jahre ab dem Zeitpunkt der Anmeldung laufen praktisch dann diese Patente. Und das führt aber dazu, dass die natürlich irgendwann auslaufen. Es gibt auch nochmal einen regulatorischen Schutzmechanismus, also sowas wie Marktexklusivität für diese Biologika. Die beträgt 12 Jahre in den USA und 10 Jahre in der EU. Das heißt, nach diesen 12 Jahren können andere Konkurrenten durch Biosimilars, also durch eine Nachahmung dieser Produkte auch auf diesen Markt drängen, was dann dazu führt, dass die Preise natürlich stark sinken, der Marktanteil von Novo Nordisk sich sicher verringern wird. Das ist also schon ja, ein Problem. Der Patentauslauf für diese GLP-1-Therapien werden da also sowas wie in den frühen bis mittleren 2030ern und Wegovy wäre dann in einem ähnlichen Zeitraum, weil das eben auf einer sehr ähnlichen Technologie basiert. Und da ist der Schutz dann logischerweise auch vergleichbar. Also es ist hier schon sehr logisch, dass praktisch langfristig hier diese Pipeline eine wichtige Rolle spielen wird bei Novo Nordisk, weil dieser Preisdruck durch diesen Wettbewerb dazu führen wird, dass Novo Nordisk ja einen rückläufigen Umsatz hat, rückläufige Gewinne hat, die müssen auch mit dem Preis runtergehen. Und deswegen muss Novo Nordisk sich sehr stark innovativ aufstellen. Also Novo Nordisk muss in neue Formulierungen, Kombinationstherapien und den Ausbau der Pipeline investieren, um praktisch seine eigenen Marktanteile zu sichern und sich auf ja, das nächste Innovationslevel voranzutreiben. Das heißt, wenn diese Biosimilars rauskommen, dann muss Novo Nordisk schon längst 2 Schritte voraus sein und muss schon eine viel bessere Variante von diesem Medikament oder dieser Lösung ja, erfunden oder erforscht haben. Und da ist es jetzt für mich sehr, sehr schwer zu bewerten, ja, ist jetzt Novo Nordisk hier gut aufgestellt oder schlecht. Ich kann jetzt hier nur sehen, okay, es sind relativ viele in Phase 3, sieht jetzt nicht allzu schlecht aus. Das ist aber für mich völlig undurchdringbar und deswegen bin ich auch im Moment in keiner Pharmaaktie investiert, halte aber hier Novo Nordisk für den ja, absolut spannendsten Wert aus dieser Reihe und deswegen habe ich sie jetzt heute auch dabei. Was man jetzt noch nicht vergessen sollte, klar spielt hier auch Markentreue eine Rolle, also aufgrund der hohen Qualität und auch dem guten Ruf dieser Novo Nordisk Produkte könnte das Unternehmen natürlich weiterhin von diesen starken Marken einfach profitieren, auch nachdem das Patent ausgelaufen ist. Aber dieser Erfolg, der wird trotzdem langfristig davon abhängen, wie effektiv Novo Nordisk seine Pipeline diversifiziert hat und dann eben auch neue Therapieansätze entwickelt. Und für mich ist es wirklich sehr, sehr schwer durchzublicken, ob das jetzt hier sehr gute Pipeline ja, Forschungsprojekte sind oder nicht.
Wenn ihr da mehr Ahnung habt, dann lasst mich das mal gerne in den Kommentaren wissen. Wir gucken uns auf jetzt jeden Fall hier nochmal den Kurs an. Ich sage euch gleich, wo ich die Aktie selber kaufe. Also Nordisk hat in den letzten 10 Jahren eine Kursrendite von 472% hingelegt, also wirklich eine gute Entwicklung. KGV im Moment so circa 35, Dividendenrendite schon gut über 1%, hier mit 1,25% auf jeden Fall ein ganz netter Dividendenzahler. Können uns auch hier nochmal Dividende genauer anschauen, sehen eben auch schon, dass wir hier schön lange steigern, also auf jeden Fall schon seit 2001 eine schön stetig gesteigerte Dividende und da sagen auch Analysten, dass es in Zukunft so weitergehen soll. Das halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Ich denke auch, dass Novo Nordisk hier weiterhin seine Dividende erhöhen wird und ja, die Payout Ratio ist noch im gesunden Rahmen, also da ist auf jeden Fall noch Luft bei Novo Nordisk. Wenn wir uns die Analystenmeinungen anschauen, sehen wir 66% sagen hier kaufen, 22% sagen halten und 13% raten zum Verkauf dieses Wertpapiers. Wenn wir uns den Chart noch angucken, also im Vergleich mit dem Stoxx 600, sehen wir, dass Novo Nordisk ganz stark den breiten Markt in der EU outperformt hat. Auch im Vergleich zu S&P 500 ist hier Novo Nordisk lange viel besser gelaufen. Nur hier im Bereich 2021 lief der S&P 500 mal kurzfristig besser. Aber ab da in den nächsten 3 Jahren konnte Novo Nordisk sich deutlich besser entwickeln im Vergleich zu dem Gesamtmarkt in den USA. Bevor wir jetzt zur Charttechnik kommen und ich euch verrate, wo ich das Unternehmen kaufe, hier nochmal meine Empfehlung, falls du noch einen Broker suchst, also ein Depot für deine eigenen Aktien, dann kann ich dir Finanznet Zero empfehlen. Es ist der günstigste Broker in Deutschland. Da kannst du echte Schweizer Aktien handeln, hast eine wunderschöne aufbearbeitete analytische Oberfläche, also wo du auch dein eigenes Depot sehr schön mit Statistiken aufarbeitet verwalten kannst. Also mit dem ersten angepinnten Kommentar, mit dem Link in der Beschreibung hier ein Depot eröffnen und mich damit auch indirekt unterstützen, ist auf jeden Fall für mich eine Hilfe. Danke an der Stelle. Jetzt gucken wir auf den Kurs von Novo Nordisk. Endlich kommen wir dazu. Und ich habe euch hier mal den absolut langfristigen Chart mitgebracht. Auf Monatsbasis befinden wir uns hier natürlich in einem wunderschönen Aufwärtstrend. Also der ist wirklich sehr gut und schön strukturiert, also langfristig alles völlig im Rahmen. Wir können das auch nochmal ausblenden. Wir sehen hier, dass Novo Nordisk natürlich schon immer mal stärkere Korrekturen hatte, hier 2015 oder auch mal 2000, mal 1998. Und auch jetzt zuletzt laufen wir hier in eine kleine Korrektur rein. Die ist im Vergleich zu der letzten hier 2016 noch nicht allzu stark ausgeprägt, aber es ist schon mal so die ersten Anzeichen für eine Korrektur sind da auf jeden Fall schon vorhanden. Wir sehen jetzt hier, dass wir im Tief circa schon 31 bis 32% korrigiert haben. Bei der letzten Korrektur war die Korrekturtiefe noch weiter nach unten ausgeprägt, deswegen ist es jetzt ja, eher so eine erste Chance, hier mal die Aktie ins Depot aufzunehmen. Für mich die wichtigsten Zonen, einmal hier um 700 dänische Kronen und dann hier so circa 600 dänische Kronen, also diese 2 Zonen, die ich eingezeichnet habe, habe ich auch schon mal erwähnt in meiner Analyse zur Novo Nordisk, die ist jetzt auch nochmal verlinkt, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Da bin ich nochmal genauer auf das Geschäftsmodell eingegangen. Auf Wochenbasis sind wir hier auch schon relativ stark am Korrigieren gewesen. Das ist jetzt circa 2, 3 Monate her, als ich mal die Aktie gesprochen habe. Da standen wir gerade hier oben bei 800. Da habe ich euch darauf hingewiesen, dass wir kurz davor stehen, hier eine Top-Bildung zu bauen und diesen Trend nach unten zu brechen. Das ist auch passiert. Die Folge daraus, wir sind bis auf 700 runtergelaufen und konnten uns jetzt hier erstmal kurzfristig stabilisieren und sind dann auch jetzt hier ein paar Wochen wieder nach oben gelaufen. Ja, jetzt zuletzt in der letzten Woche ging es dann wieder gut nach unten mit minus 4%. Wenn wir uns das Ganze kurzfristig ansehen, dann ja, ist diese wichtige Zone hier auf jeden Fall bei diesen 700 dänischen Kronen absolut intakt. Jetzt ist eben die Frage, was passiert jetzt als nächstes? Wo könnte man jetzt hier einen Einstieg suchen oder finden? Und für mich ist jetzt eben hier diese Struktur definitiv aussagekräftig. Also wir haben ja hier schon die erste Reaktion bekommen, sind hier gut nach oben gelaufen, jetzt wieder hier ein neuer Versuch und jetzt die Frage, wir haben jetzt den ganz kurzfristigen Trend hier nochmal nach unten verlassen, bewegen wir uns jetzt nochmal in die grüne Zone und halten uns hier im Kurs oder ziehen wir weiter nach oben, kommen dann nochmal runter oder das letzte Szenario, wir brechen diese ganze Zone und fallen auf die 600 dänischen Kronen, das bleibt jetzt eigentlich abzuwarten. Im Moment bleibt nichts anderes übrig,
als hier einen Kursanstieg auf über 800 bzw. 812 dänische Kronen abzuwarten. Mein präferiertes Szenario wäre aber ganz klar, wir laufen jetzt hier langsam nach unten in diese Zone rein, fangen an, uns hier zu stabilisieren und dann kann man eben hier nochmal einen schönen Einstieg finden. Also diese kleine Bodenbildung hat mir nicht gereicht, um hier einzusteigen bei Novo Nordisk. Ich habe natürlich gesehen, dass die Aktie hier auf meine Zone gekommen ist, aber ich habe jetzt hier noch nicht auf H4 einen Einstieg gesucht. Man könnte oder man hätte hier auch schon beim Überschreiten von 775 dänischen Kronen hier einen Einstieg finden können. Aber kurzfristig seht ihr auch hier, sieht es jetzt im Moment so aus, als würde die Aktie noch weiter korrigieren, weil wir eben hier dieses kleine Tief nach unten durchbrochen haben. Also ich kann es hier nochmal einzeichnen in Rot, also dieses Tief hier, das ist eben nach unten gebrochen worden. Und jetzt ist die Frage, wo stabilisieren wir uns? Ich finde, dass jetzt die Tiefe der Korrektur ja schon spannend ist für den ersten Einstieg. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mir das Gesamtbild ansehe, hier auf Monatsbasis, sehen wir halt, dass wir immer noch am oberen Ende des Trendkanals sind und so eine Korrektur schon mal angebracht wäre bei Novo Nordisk. Das ist so die erste Variante, die ich mit in meine Analyse einbeziehe. Das andere ist aber, ja, es ist noch nicht so lange klar, eigentlich erst seit 2021, dass mit den Gewichtsreduktionen und Insulin und so weiter, dass das so gut läuft. Deswegen könnte ich mir an sich auch vorstellen, dass es jetzt das schon war oder diese Tiefe der Korrektur nicht mehr allzu stark ausgeweitet wird. Das müssen wir eben abwarten. Also wenn jetzt diese Unterstützung bricht, dann wird die nächste Zone hier diese 580, 600 dänische Kronen sein und da wäre es dann nochmal definitiv spannend. Nochmal drunter wären dann hier diese 400. Das halte ich aber dann schon relativ für unwahrscheinlich. Also für mich jetzt diese Zone interessant für die erste Tranche. Sollten wir dann nochmal abrutschen, dann werde ich hier versuchen, nochmal einen Einstieg zu finden oder eben, wenn wir uns hier stabilisieren, nach oben rausarbeiten, mal einen Rücksetzer nutzen. Also bei mir ganz weit oben auf der Watchlist, im Moment noch nicht in meinem Depot, keine Anlageberatung, ihr handelt immer auf eigenes Risiko, das ist jetzt eben meine eigene Meinung zu der Aktie, wann ich kaufen würde. Also ich würde beim Überschreiten von 800 dänischen Kronen hier meine erste Position eröffnen. Aber was natürlich noch deutlich besser wäre, dass wir jetzt nochmal hier runterkommen auf die grüne Zone, bauen hier nochmal einen kleinen Trendwechsel auf einer niedrigeren Zeiteinheit, also ähnlich wie wir es hier gemacht haben mit dem Überschreiten von diesem kleinen Hoch, also dieser Trendwechsel hier hoch, das wäre dann so mein erstes Einstiegssignal, aber noch mit Schlusskurs. Eben hier rechts jetzt nochmal einen kleinen Doppelboden bauen. Das wäre so wirklich ein Traum-Szenario. Ob wir dazu kommen, das wird sich zeigen. Ich werde da aber gegebenenfalls nochmal genauer drüber sprechen, wenn wir ein Kaufsignal ausgelöst haben. Im Moment ist das hier auf jeden Fall noch nicht ausreichend, um einen Einstieg ja, rechtfertigen. Da wäre das schon ein sehr, sehr aggressives Kaufsignal, weil man muss eben die Bodenbildung immer im Verhältnis zu der vorangegangenen Korrektur sehen und diese Korrektur im Vergleich zu der Bodenbildung ist halt einfach ja, noch zu stark. Da muss dieses Unternehmen sich noch länger stabilisieren. Ansonsten bin ich fundamental definitiv überzeugt von Novo Nordisk. Ist ein gutes Unternehmen, auch schon ein netter Dividendenzahler. Denke auch, dass in den nächsten 10 Jahren ja, sich Novo Nordisk gut entwickeln wird. Das Problem, das ich halt habe, ist, dass ich keine Ahnung habe, ob diese Research and Development Pipeline weiterhin dazu führen wird, dass Novo Nordisk ja, einen großen Erfolg hat oder eben nicht. Deswegen bin ich auch eher auf der Seite, dass ich sage, ich finde solche Unternehmen wie Medpace viel interessanter. Das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen mit einem sehr guten Geschäftsmodell. Habe ich auch eine Analyse dazu gemacht. Schaut euch das mal unbedingt an, wenn ihr euch für generell Pharmaaktien und Gesundheitsaktien interessiert, weil das ist ein Geschäftsmodell, das nicht abhängig ist von irgendeiner Pipeline. Das ist unabhängig davon, welche Medikamente rauskommen. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Schaut euch das unbedingt an. Ist auch ein sehr stark wachsender Konzern. Ich möchte jetzt noch kurz einen Blick hier auf den Chart werfen im S&P 500 Healthcare. Hier sind alle Aktien drinnen, die was mit Gesundheit zu tun haben im S&P 500. Und wir sehen, dass im Gesamtmarkt, was diese Gesundheitsaktien angeht, auch eine sehr starke Korrektur läuft. Also wir sind hier vom All-Time-High schon 10%, 11% nach unten gekommen. Das ist ja jetzt in dem Index, also hier sind relativ viele Aktien drin, das dürft ihr jetzt nicht mit einer einzelnen Aktie vergleichen. Wir sehen auf jeden Fall, dass diese Seitwärtsphase hier schon eine gute und wichtige Unterstützung ja, bieten kann. Wenn wir uns die generell gänzlich mal einzeichnen, dann sieht die ungefähr so aus, könnte man jetzt auch noch enger einzeichnen.
Und da laufen wir natürlich jetzt diese Tiefs an. Ich gehe jetzt schon eher davon aus, dass wir es noch schaffen, uns hier zu stabilisieren. Sollten wir jetzt aber die Struktur nach unten auflösen, wäre das nicht besonders schön. Also da kann man auch immer mal einen Blick drauf werfen auf diesen gemeinen Faktor, wie diese Lage aktuell ist bei den Pharmaaktien. Und wenn jetzt hier nochmal ein kurzfristiges Kaufsignal ausgelöst wird, gleichzeitig mit einem Kaufsignal bei Novo Nordisk, könnte man da schon sagen, dass dann ja auch die Qualität dieses Signals ja höher wäre. Ja? Also schaut euch das auch mal genauer an hier, diese einzelnen Sektoren, die können schon auch mal ein Anzeichen dafür geben, wie es aktuell aussieht, ob man sich eher aggressiver verhalten kann oder vielleicht etwas defensiver. Definitiv spannend. Ich hoffe, dass euch sowas auch mal gefällt, so kleinere Einschübe von fundamentalen bzw. so Sektordaten. Auf jeden Fall war es das jetzt mal heute für dieses Video. Auf jeden Fall an dieser Stelle Daumen nach oben da lassen, wenn du es cool fandest, wenn du mehr von mir sehen möchtest. Gerne auch mal kommentieren. Hast du andere Aktien, die du gerade spannend findest? Möchtest da meine Meinung dazu hören? Auf jeden Fall mit diesem Video interagieren, kommentieren, Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Das hilft mir definitiv weiter und motiviert mich eben auch hier weiter dran zu bleiben und weiter Videos zu produzieren. Aber das war's jetzt für heute. Ich danke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.